Man sagt, dass alles um einen herum still wird. Im Moment des Todes. Das ist Friedhelm. Mein Bruder. Er wird uns keine große Hilfe mehr sein. Vor 6 Monaten hatten wir in Berlin von unseren Eltern Abschied genommen. Ein Menschenleben. Ich erwarte, dass ihr uns alle Ehre macht. Es geht um nichts weniger als die Zukunft Deutschlands. Du hast es schon bewiesen. Und du? Du hältst dich an deinen Bruder. Vielleicht wird ja doch noch was aus dir. Die willst du alle mitnehmen? Ja, klar. Beeil dich mal, die Mädels warten. Pass auf dich auf. Wilhelm. Du bringst sie mir wieder. Versprich es. Versprich es. Versprich's dir. Bring mal dem Unteroffizier noch einen Korn aufs Haus. Die Rechnung. Dann machst du Schluss, ja? Kriegt ein Soldat keinen Kuss? Wenn ich morgen falle, wird ihm das Herz brechen. Wenn Sie fallen, Herr Unteroffizier, dann nur in den Rinnstein. Gute Nacht. Gute Nacht. Greta! Und? Ich hab's geschafft. Ich wusste es. Komm. Es wird gefeiert. Mit eins, was sonst? Dabei wollten die mich reinlegen. Die haben mich gefragt, was nach dem Dritten Reich kommt. Nichts mehr. Das 1000-jährige Reich bleibt ewig. Nur noch ein paar Tage und ich gehe an die Front. Und? Hast du ihm gesagt, dass du ihn liebst? Hör auf. Großer Gott, Charlie, du musst es Wilhelm sagen. Wir haben Krieg. Das Leben kann verdammt kurz sein. Wie lange willst du denn warten? Bis nach dem Endsieg? Die paar Monate? Das sind sie. Also gut. Ich werde es ihm heute sagen. Wir können mein Zimmer benutzen. Greta. Was? Die Damen. Gott, du siehst bezaubert. Hast du gar kein Gepäck? Gepäck? Der Mann ist Leutnant. Wird abgeholt. Oh, verstehe. Wo ist Viktor? Shalom, Volksgenossen. Salom. Ist dein Gepäck? Wir waren 5. 5 Freunde. Sag mal, seit wann hast denn du so ein schickes Fahrrad? Geklaut. Wir wollten noch einmal gebührend voneinander Abschied nehmen, bevor sich unsere Wege trennten. Auf uns. Auf
uns, auf uns. Wir waren alle im selben Viertel aufgewachsen und kannten uns, seit wir Kinder waren. Wir hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und doch waren wir seit der Zeit Freunde, die zusammenhielten. Charlie, unser Nesthäkchen, will seit Kriegsbeginn ihren Dienst fürs Vaterland leisten. Sie wird als Krankenschwester in einem Lazarett arbeiten, das hinter der Front meiner Einheit folgt. Viktor Goldstein. Sein Vater war Unteroffizier im Ersten Weltkrieg und später ein angesehener Schneider. Viktor sollte das Geschäft übernehmen, bevor es in der Reichskristallnacht in Scherben zerfiel. Das ist seine Freundin Greta. Die beiden sind unzertrennlich. Greta interessiert es nicht, dass ihre Beziehung zu Viktor als Rassenschande gilt. Wir alle glauben, dass sie mal ein Star werden wird. Die neue Marlene Dietrich. Mein kleiner Bruder Friedhelm. Der Bücherwurm, der Rimbaud und Jünger liebt. Ich bewundere ihn für seine Klugheit und seinen scharfen Witz. Für ihn ist es das erste Mal. Und hier bin ich, Wilhelm Winter, Leutnant der Windhund-Kompanie. Einsatz in Polen und Frankreich. Und morgen geht's Richtung Russland. Der Krieg wird schon einen Mann aus ihm machen. Glaub mir, der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Ich will ja gerne mitmachen wie mein Vater 1914, aber wenn ihr verliert, heißt es wieder, wir waren schon. Ja, das ist eben kein Land für Schwächlinge und Volksfremde. Jeder muss Opfer bringen. Wilhelm. Versteck dich. Nein. Was hab ich gesagt? Wenn rauskommst du dich, als würde du nicht an die Ausgangssperre gehalten hast, dann wanderst du ins Lager. Und wir mit dir. Gleich ist Recht für alle. Wie war das Charlie egoistisches Verrat an Deutschland? Ist das so, oder? Ja. Herr Littler. Herr Littler, wie kann ich Ihnen denn helfen? Darf ich? Eine kleine Abschiedsfeier. Wir brechen morgen Richtung Osten auf. Wilhelm Winter. Das ist mein Bruder Friedhelm und Fräulein Charlotte wird als Frontschwester dienen. Sie bleiben an der Heimatfront? Gab wohl einen Anruf, dass Ihr Swing gehört wird. Mit Juden. Mit Juden? Das würden wir nicht dulden. Teddy Stauffer. Ich wusste nicht, dass Swing verboten ist. Ihr Name? Greta Müller. Volksverhetzung, Fräulein Müller. Melden Sie sich in der Prinz-Albrecht-Straße Nummer 8. Auf den Endzug. Heil Hitler. Ein Littler. Herr Hitler. Schnipschen? Was ist? Du hast mit ihm geflirtet. Ich hab sie gerettet, du Schmendreck. Friedhelm? Wo musst du los? Jetzt? Charlie wollte noch. Das kann warten. Spätestens Weihnachten ist der Krieg vorbei. Ja, lass uns schwören. Weihnachten sind wir alle wieder hier. Hier in diesem Raum. Na gut. Lebend. Weihnachten in Berlin. Weihnachten in Berlin. Weihnachten in Berlin. Wartet. Ich mach noch ein Foto. Na los, stellt euch denn. Dort nach hinten ans Regal. Na kommt. Hier? Ja, das ist gut. Nimm einen Stuhl, einen Hocker, irgendwas. Friedhelm, komm nach vorne. Nimm Greta. Wir waren 5 Freunde.
Wir waren jung und wir wussten, dass uns die Zukunft gehören würde. Die ganze Welt lag vor uns. Wir mussten nur zugreifen. Wir waren unsterblich. Wir sollten es bald besser wissen. »10. Juli 1941. Dies wird ein anderer Krieg werden als alle zuvor. Es ist eine Lust vorzustoßen. Der Rausch der Geschwindigkeit. Immer weiter und weiter und weiter. Die Endlosigkeit des Raums. Landschaften, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Felder bis zum Horizont. Der Himmel so weit und blau, als wollte Gott uns mit der Schönheit seiner Schöpfung blenden. Ist es nicht großartig? Im nächsten Jahr werden hier überall deutsche Höfe stehen. Meine Männer schlagen sich tadellos. Bei jedem Einsatz sind sie ganz vorne dabei. Alle bis auf Friedhelm. Den alle für einen Feigling halten, der mich jeden Tag provoziert und für den ich mich schäme. Ey, was meint ihr, wie weit ist es noch bis Moskau? So um die 700 Kilometer. Ja, lass uns durchfahren, nicht umsonst sind wir die Windhunde. Frühstück auf dem Roten Platz mit Wodka und Kaviar. Und wie willst du dann ein Held werden? Keinen einzigen Russen erwischt und will schon den Krieg gewonnen haben. Genau. Na, wenn sich die Russen immer so Vorteile ergeben, soll ich Gefangene abknallen. Winter hier will mit Ihnen ja liebe Gedichte vortragen. Job, wie viel hast du? Vorrat bestimmt schon 10. Ja, der kann Freitag seiner Frau morgen schon eine Karte von Roten Platz. Dass er noch Maurice im Bett liegt, wenn er mit Es wird nicht so schlimm werden. Kommst du? Der wird dir nur deinen hübschen Kopf waschen. Und wozu soll ich bei ihm persönlich vorsprechen? Ich habe doch letzte Woche meine Aussage schon gemacht. Ich würde ja gerne mitkommen, aber mein Zug, der wartet noch. Schon gut, ich schaff das schon. Da bin ich mir sicher. Charlie? Wie sehe ich aus? Wie ein Filmstar. Fräulein Müller. Bitte. Wie geht's Ihren Freunden? Nachrichten von der Front? Nur Siege. Sie lieben also Swing? Ich mag es modern. Sie wissen aber, dass der Reichspropagandaminister Dr. Goebbels Swing als entartete Negermusik bezeichnet hat? Wir alle können uns irren. Da bin ich Ihrer Meinung. Zigarette? Danke. Ich habe mir Ihre Aussage kommen lassen. Sie haben mir selbst mal ein wenig gesungen. Ja. Nun, ich habe gute Verbindungen zum Reichsrundfunk. Möglicherweise lässt sich da was arrangieren. Das wäre wundervoll. Marlene Dietrich. Vielleicht sollten wir Marlene Dietrich besser nicht erwähnen, aber möglicherweise könnten Sie mir mal etwas vorsingen. Obmann Feigl. Wilhelm. 6 Kilometer nordöstlich. Widerstandsnest in einer Fabrik. Wir wollen keine Zeit verlieren. Die Kompanie umgeht sie und setzt ihren Weg fort.
Die nehmen ihre besten Männer und räuchern es aus. Nach erfolgreicher Erledigung stoßen sie zu uns. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Viel Glück. Es gibt ein Fabrikgelände nordöstlich von hier zu räumen. Darum kümmern wir uns. Döring-Fleck, fahren nach Pokrovka. Wir treffen uns dann dort. Verstanden? Jawohl. Dann los! Jetzt gibt's das vor die Flinte, Mädels. Verstanden? Jawohl! Ja, dann verhauen wir mal den Ivan ein bisschen, ne? Herzlich willkommen. Ich bin Oberschwester Brigitte. Hildegard. Charlotte, freut mich. Kommen Sie rein, ich zeige Ihnen dann gleich alles. Hier sind die Leichtverletzten. Die Schwerverletzten sind in Abteilung A. In C liegen die ansteckenden Fälle. Was war das hier vorher? Eine Station für Wöchnerinnen. Sie wissen, warum wir hier sind. Wir sind hier im Dienst am deutschen Soldatenverband am Vaterland zu leisten. Das sind die neuen Schwestern. Oberfeldarzt Dr. Jahn. Aus dem OP, Oberschwester. Sofort, Dr. Jahn. Keine außerdienstlichen Kontakte mit den Soldaten. Und erst recht keine mit den Ärzten. Sollte mir etwas zu Ohren kommen, lasse ich Sie sofort versetzen. Wir repräsentieren die deutsche Frau. Dienst am deutschen Mann. Klingt vielversprechend. Lecker. Vier oder fünf. In der Fabrik dort oben. Schweres MG, ein Maxim. Wir haben sie aufgefordert, sich zu ergeben. Wir gehen mit 2 Trupps über rechts. Ich brauche 2 Mann. Jawohl. Und? Freiwillige? Warte. Schmidt mit dem Leutnant. Hartmann, das LMG gibt Feuerschutz. Gib Schmidt dein Gewehr, du Kasper. Freitag, Koch und Slawinski mit mir. Jetzt könnt ihr zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich kann nichts hören! Marsch! Vielleicht haben wir sie alle erwischt. Oder sie telefonieren gerade noch mit dem Genossen Stein. Mit, halt durch, mit. Warte, los! Los, 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 los!
Verdammtes jüdisches Bolschewistenschwein. Weiter! Schmidt könnte noch leben. Reiß dich zusammen! Aber er... Nichts aber. Hol das MG von oben. Jawohl, Herr Leutnant. Wo ist Freitag? Der Sani versorgt ihn gerade. Bringen Sie die Männer zum LKW. Aber er ist einer von diesen Kommissaren. Er wird verhört, verstanden? Abführen. Ihr habt's gehört, Männer! Gawinski. Guck mal, das ist für einen Küchenbullen. Ich hab ein gutes Rezept für eine Fleischsuppe von meiner Großmutter. Komm, Schnitzel, komm. Komm, Schnitzel. Komm. Die Naht hier, die ist schief. Die musst du wieder auftrennen. Ja, hier, die Manschette auch. Das ist alles. Die Manschette. Eine gute Arbeit wird immer gute Arbeit bleiben. Sie werden uns nie wieder wie Menschen behandeln. Übertreib mal nicht. Hm? Neppig. Warum sollten Sie auf uns verzichten? Wenn wir den Krieg gegen Stalin gewonnen haben, wird sich alles wieder beruhigen. Seit wann ist das unser Krieg? Ich habe Deutschland immer gut und treu gedient. Das wird man nicht vergessen. Triffst du dich noch mit diesem Mädchen? Wieso? Du weißt, dass es verboten ist. Traust du ihr? Charlie hat geschrieben. Sie sagt, der Krieg ist famos. Man wird stärker und härter. Und dass wir Weihnachten zusammen feiern werden. Und weißt du was? Ihr Lazarett ist ganz in der Nähe von Wilhelms Einheit. Ich gehe morgen zur amerikanischen Botschaft. Was? Wieso? Wenn ich berühmt bin, werde ich schon dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Heinz Rühmann hat auch eine jüdische Frau. Heinz Rühmann hat sich von seiner jüdischen Frau scheiden lassen. Das war der. Vertrau mir. Kompresse! Kompresse! Schnell, der Mann verblutet mir sonst! Skalpell. Raus! Raus, verschwinden Sie! Raus von Ihnen, verschwinden Sie! Sie, komm!
Hartmann! Die kommunistischen Genossen scheinen die Überlegenheit der arischen Rasse ja schnell zu begreifen. Das ist ein Geschenk vom Führer. Это вам? Да. Спасибо. Hier, das ist nur die Vorsuppe. Nachher bringt der Küchenbote noch Schnitzel. Und für den Rest vom Kalb gab's das hier. Es gibt Suppe, Koch. Oder Friedhelm? Was soll das? Was? Habe ich vergessen zu salutieren, Herr Leutnant? Du weißt genau was. Du bist der Einzige, der sich nie freiwillig meldet. Im Kampf gegen das internationale Finanzjudentum, ja? Ich dachte, es genügt, einen Helden in der Familie zu haben. Ich bin hier nicht dein Bruder, sondern dein Vorgesetzter. Friedhelm, du weißt, wie sie über dich denken. Vom Vater konnte ich dich schützen, das kann ich hier nicht. Darum habe ich dich niemals gebeten. Weißt du was, wenn du mich in einem Trupp haben willst, dann teile mich ein. Ja, wir trinken ein letztes Mal auf Schmidt. Schmidt. So, Winter. Kannst du auch eine Kerbe in den Kolben schneiden. Wenn du wieder einen Abschuss brauchst, leist dein Gewehr einem von uns. Schon jemand was von Freitag gehört? Der ist im Lazarett. Das habe ich schon. Saubere Aktion, Leutnant. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Wenn Sie wollen, dass ich Schmidts Eltern benachrichtige, das tue ich gerade. Der russische Kommissar ist verhört worden. Vollkommen fanatisch. Sagt, dass wir niemals gewinnen werden. Er kann jetzt erschossen werden. Aber der Mann ist Kriegsgefangener. Sie kennen den Befehl. Die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht unterschrieben. Politkommissare sind sofort zu exekutieren. Das ist kein normaler Krieg, sondern eine Weltanschauung. Tun Sie es abseits, sodass die Truppe nicht verroht. Hier bist du. Das kann jedem mal passieren.
meiner ersten OP habe ich die Klemme mit der Schere verwechselt. Hat es geschafft? Nimm besser 2 Zentimeter weniger. Halt still. Und der Ausschnitt, der muss... Das ist ein Bauchnabel, ich weiß. Jetzt steh still. Wie lange wirst du brauchen? Schon gut, ich stehe ja still. Wir können sie nicht weitermachen. Es gibt Gerüchte. Gerüchte? Die Juden werden nach Osten geschickt. Warst du bei der amerikanischen Botschaft? Ja, es gibt keine neuen Zahlen. Niemand kommt mehr raus. Ich ja. Stimmt es, dass der Leutnant den Gefangenen exekutieren musste? Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, dass Stalin noch ein wenig durchhält. Stellt euch vor, der Russe kapituliert morgen. Dann kommen wir doch nie nach Moskau. Da wären sie nach Hause gekommen in schicken Uniformen mit Orden und Narben. Die Mädels hätten verrückt gespielt. Und ich? Ich wäre nur ein stinknormaler Zivilist. Ist doch so, oder? Mein Alter hat sein Leben lang keine 10 Kilometer von seinem Hof getan. Und ich bin jetzt hier, 1000 entfernt. Und wisst ihr warum? Der Führer hat gesagt, wenn der Krieg gewonnen ist, ist hier im Osten Land für jeden von uns. Und ich bleib hier. Ich suche mir eine Frau und bleib hier. Wird gut gedüngt sein. Mit unserem Blut. Nicht mit deinem, Winter. Und du schlau genug bist, den Kopf einzuziehen, sobald der Ivan einen lässt. Ich will dir doch einfach nur den Vortritt lassen, Schneider. Wo du so scharf aufs EK1 bist, hm? Was? Was hast du gesagt? Achtung! Macht der Schluss für heute. Wir brechen um 6 auf. Es wird ein harter Tag morgen. Gute Nacht. Aber die Falle, Männer. Morgen um 6 geht's los. Scheiße, das mit dem Leutnant. Was Scheiße Koch hat's für uns getan. Nicht für mich. Sonst hätte es das einer von uns tun. Nee, das hätten wir nicht. Denkst du, der Russe würde es anders mit uns machen? Vielleicht ist er gerade dabei, von uns zu lernen? Was haben Sie überhaupt gelernt? Oberschwester, ich weiß auch nicht, was Sie wissen nicht. Glauben Sie, es genügt, dem Führer die Treue zu schwören und schon ist man Krankenschwester? Nein, Dr. Jahn will Sie nicht mehr im OP sehen. Oberschwester, es wird nicht wieder vorkommen. Bettpfannen, Verbände wechseln. Und vor der Tür warten Ukrainerinnen. Suchen Sie eine Hilfskraft raus. Vielleicht schaffen Sie wenigstens das. Wer hat Erfahrung mit Kranken und Verletzten? Wer spricht Deutsch? Was ist eine Spritze? Für Injektionen. In den Hut? Ja. Aber wenn der Hut krank ist, wird er damit nicht wieder werden gesund. Sie haben Erfahrung mit Kranken? Ja. Sind Sie Jüdin? Nein. Gut. Mitkommen. Die anderen, pst, dabei.
warst du die ganze Nacht? Warst du wieder bei diesem Mädchen? Was tut ihr da? Die neueste Idee von Herrn Dr. Josef Goebbels. Die müssen wir jetzt alle tragen. Zu unserer Sicherheit. Es ist ein Gesetz, selbst wenn es falsch ist. Ein guter Deutscher verstößt nicht gegen das Gesetz. Hier, Garn Nummer 3. Wir sind keine Deutschen mehr. Nicht für Sie. Dein Hochmut wird dich teuer zu stehen kommen. Victor! Was machst du da? Redest du mit deinem Vater? Er versteht jetzt so vieles nicht mehr. Sehr gut. Warst du in der Botschaft? Ja. Sobald Sie neue Quoten haben, sind wir mit dabei. »19. September 1941. In Kesselschlachten nehmen wir die Russen zu Hunderttausenden gefangen. Doch sie geben immer noch nicht auf. Kämpfen um jedes Haus. Die letzten Zuckungen eines Kolosses, der kurz davor steht zu fallen. Ich bin immer noch optimistisch, dass wir Weihnachten wieder zu Hause sein werden. Und doch, es ist ein anderer Krieg, als ich dachte. Es gab Meldung, dass der Sicherheitsdienst hier eine Säuberungsaktion gegen Partisanen durchführt. Der Befehl lautet, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Was machen wir, wenn jemand durch will? Schießen. Schießt ganz gern, oder? Als ich 7 war, ist unser Vater arbeitslos geworden. Da sind wir in die Wälder, jagen. Erst als der Führer kam, hat Vater wieder Arbeit bekommen. Da sind sie ja endlich. Hilfspolizei. Ukraine. Da sind ja auch Kinder dabei. Die dürfen doch keine Zivilisten töten. Stoi! Lass sie los! Was heißt sofort? Schuss. Das ist Schuss! Was ist hier los? Loslassen! Atpusti. Atpusti! Herr Sturmbannführer? Leutnant. Das Mädel gehört im Sicherheitsdienst. Das Mädchen untersteht wie alle Zivilisten im Kampfgebiet der Wehrmacht. Das ist keine Zivilistin. Das ist eine Jüdin. Befehle sind Befehle. Und ihre Befehle lauten, ukrainischen Mob anzuführen. Wie ehrenvoll für einen deutschen Offizier. Das Mädchen bleibt in ihrer Verantwortung, bis ich die Sache geregelt habe. Zu Befehl.
Wie Sie wünschen, Leutnant. Herr Sturmanführer? Ich brauche Papiere. Für einen Freund, der Deutschland verlassen muss. Für einen Freund? Kannst du ihm helfen? Etwa der Jude? Glaub mir, das Problem wird sich bald von selbst lösen. Was meinst du damit? Kümmere dich lieber um die Sachen, von denen du was verstehst. Das Problem wird sich bald von selbst... Ich sagte, kümmere dich um die Sachen, von denen du wirklich was verstehst. Kommst du mit deinem Programm voran? Ja. Gut. Glaub mir. Ich mache einen Star aus dir. Leningrad ist seit dem 7. September eingeschlossen. Kiew wird stündlich fallen. Bis Moskau sind es nur noch 500 Kilometer. Das Oberkommando geht davon aus, dass die Russen einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen werden, die Heeresgruppe Mitte zu stoppen. Nutzen Sie die Zeit, Material und Waffen auf Vordermann bringen zu lassen. Sie sind entlassen, meine Herren. Leutnant Winter, auf ein Wort. Sind Sie wahnsinnig? Ein Sturmbannführer des Sicherheitsdienstes. Er hat vor meinen Augen ein Kind exekutiert. Wo der Jude ist, ist der Partisan. Wir führen einen Krieg. Aber das ist doch kein Krieg. Doch, ein neuer. Im Namen des Führers. Wenn wir den verlieren, wird uns nicht mal mehr Gott retten und ganz sicher nicht der Führer. Dann dürfen wir ihn unter keinen Umständen verlieren. Sie sind mein bester Mann. Sie können es noch sehr weit bringen. Ruinieren Sie nicht Ihre Karriere. Wilhelm, wir sollten uns von der Welt verabschieden, wie wir sie kennen. Sie war höchstens 11. Es geht um die Reinheit unserer Rasse. Juden verderben das Blut der Deutschen. Halt die Fresse, Schneider. Steht schon in meinem Kampf. Du kannst lesen? Wir verteidigen unser Vaterland. Was denkst du, machen die da drüben? Genau das Gleiche. Herr Sturmbannführer? Leutnant, Entschuldigung wegen der Schweinerei vorhin. War nicht nötig gewesen. Aber das jüdische Blut ist so tückisch, das spritzt überall hin. Unberechenbar. Und deswegen sind die Juden so gefährlich. Achtung!
Ausgekugelte Schulter. Wir haben sie selbst wieder eingesenkt. Gut, Schwester Charlotte. Dann machen Sie hier langsam. Danke. Alles ruhig, der Ivan hat die Hosen voll. Trotzdem, denk nicht, dass du einpennen kannst, Winter. Genau. Verfluchte russische Nähmaschine. Sie haben die Lichter gelöscht. Winter, mach die Zigarette aus. Winter, nimm die Zigarette runter! Winter, du Idiot! Dafür musst du bezahlen! Was hast du mit auf dich gemacht, Winter? Auf der A einen Artillerieleutnant reinbekommen. Schneidig, sage ich dir. Was? Die Männer haben seit Wochen keine Frau mehr gesehen. Wir stärken die Kampfkraft. Wenn die dich erwischen. Sie ist so viel besser als wir. Fehlt schon wieder Morphium. Er sagt uns, dass er nicht mit den Partisanen zusammenarbeitet. Das heißt jetzt, sie dringen nachts in die Lazarette ein und bringen Soldaten in ihren Betten um, die sich nicht wehren können. Und ich habe sie auch noch ausgesucht. Mistkerl ist nicht nur eine beschissene Schande für die Kompanie, sondern auch für deinen Bruder. Sag mal, Schneider, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ziemlich jüdisch aussiehst?
Bringen Sie ihn zum Sani. Hast du ihre Beine gesehen? Ja. Und? Und? Deine sind schöner. So ist es. Und besser singen als Marika Röck kann ich ja. Im Rang war schon ausverkauft. Liebling, kommst du? Wir verpassen sonst die Wochenschau. Sie sagen, die russische Südwestfront ist zusammengebrochen. Du hast Glück gehabt. Wir können dich bald wieder entlassen. Schwester Charlotte, im Kessel von Kiew haben sich 5 russische Armeen ergeben. Das Lazarett wird nach Osten verlegt. Wir folgen der Front. Sobald das 60. zu unserem Schutz eingetroffen ist, brechen wir auf. Das 60. So Wilhelms Einheit, oder? Spricht er manchmal von mir? Ja. Absteigen, Männer! Leutnant Winter. Mein Befehl lautet, Sie Ich weiß, wir werden eskortiert. Die Anzahl der Partisanen ist bedenklich gestiegen. Dank unserer weitsichtigen Politik, die einheimische Bevölkerung als minderwertig zu betrachten. Wilhelm? Wie geht's dir? Gut. Das freut mich. So ein schöner Leutnant hat bestimmt ein großes Feuerzeug. Wilhelm! Charlie. Wie geht's dir? Gut. Toll siehst du aus. Danke. Eine richtige Frontschwester. Und, schon den richtigen gefunden? Bei so vielen Männern? Ja. Mach's gut, Charlie. Pass auf dich auf. Weihnachten in Berlin.
Ich habe 1 Stunde. Bei uns gehen Gerüchte um, dass Himmler eine Verordnung erlassen wird, nach der jede Ausreise von Juden endgültig verboten ist. Sag ihm, die Schlinge zieht sich zu. Und dich warne ich. Rassenschande. Das ist ein Verbrechen. Es ist gefährlich, einen Juden zum Freund zu haben, wenn man hier was werden will. Was ist? Du meinst gefährlicher, als mit einem deutschen Mädchen ein Verhältnis zu haben? Wenn man Frau und Tochter hat? Hast du die Papiere? Ich brauche ein Passbild. Hast du das mit? Überrascht? Bist du endlich mit meinem Kleid fertig? Wozu? Du ziehst es doch nur wieder aus. Seit wann bin ich dir Rechenschaft schuldig? Raffgierigen, hakennasigen Juden. Wir sind nicht verlobt. Du solltest lieber etwas dankbarer sein. Oktober 1941. Die Regenzeit hat begonnen. Es ist eine Sintflut, die alles zum Erliegen bringt und lähmt. Das Ende des Blitzkrieges. Als würde Gott sich von uns abwenden für all das Grauen, das wir mit uns führen. Vielleicht ist es auch nur die letzte Prüfung. Левее или правее? Левее. И долго будем идти? Ну, около 12 часов. Was? Er sagt, wir sollen uns links halten und brauchen ungefähr 12 Stunden durch den Sumpf. Links, also da lang. Точно, Olivier? Da. Und Partisanen? Нет. Trau dem nicht. Also gut, los. Auf geht's, die Damen! Saugelow, Schneider, Bartel mit mir! Winter! Die führen den Rest. Ist das nicht schneller, Winter? Ich will hier endlich raus aus diesem Verdacht. Was? Ganz ruhig, Koch. Ganz ruhig. Nicht bewegen, Koch. Friedhelm. Friedhelm, komm. Minen! Minen! Rückzugmänner! Komm, Friedhelm. Grüß meine Schwester. Jetzt komm schon! Und jetzt haut ab!
Wo ist Schwester Hildegard? Hildegard? Wo waren Sie die ganze Zeit? Bett war leer. Es fehlen schon wieder 2 Kartons Morphin. Wenn Sie irgendwas merken, auf Diebstahl steht die Todesstrafe. Und drehen Sie das lauter. Es ist hier der ganze Sumpf vermint. Wir müssen zurück und die Pioniere vorschicken. Herr Leutnant, das bedeutet, wir bleiben hier stecken. Meine Männer sind jetzt schon zermürbt. Es sind keine Vorbereitungen für den Winter getroffen. Wenn wir in 6 Wochen nicht in Moskau sind, dann erfrieren wir hier. Ohne Pioniere werden wir hier sicher 1/3 der Männer verlieren. Das müssen nicht unsere sein. Verdammt, Winter, das ist gut. Diese verdammten Bauern sind doch sowieso alles Partisanen. Der Kerl hat uns doch da reingeschickt. Besser die als wir. Bewegung! Erwickelt, du Drecksau! Bei Gotcha Steri! Steh auf! Jeder, der stehen bleibt oder flieht, wird erschossen! Это остановится или попробуют избежать, будет расстрелян! Hörst du das, Ivan? Hörst du das? Dabei, dabei, dabei! Den Marsch schreie mir nach! Erinnerst du dich noch an unseren letzten Abend in Berlin? Wir 5? Ich hatte recht. Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Du bist still. Alles gut? Schlechte Nachrichten? Sie haben mich angelogen. Sie sind Ärztin. Ja. Und Jüdin. Ja. Oberschwester? Schlägt nur für dich. Sein Name ist Hans Müller. Er reist im Auftrag der IG Farben nach Paris. Er ist von der Rüstungsinspektion 3 unabkömmlich geschrieben. Und er sollte sich beeilen. Von Paris aus muss er sehen, dass es in den unbesetzten Teil schafft, nach Marseille. Danach ist er auf sich gestellt. Danke. Wenn ich ihn noch einmal sehe, Das wirst du nicht.
Dezember 1941. 3 Meter hoher Schnee. 40 Grad unter Null. Wasser, das in Sekunden zu Eis gefriert. Der Sturm auf Moskau ist gescheitert. Und wir sind auf den Winter nicht vorbereitet. Wir haben uns in steinharten Boden gewühlt, so tief es nur geht. Wie Tiere in Höhlen, die Angst haben zu erfrieren. Nichts ist so geworden, wie wir dachten. Was haben Sie denn da, Winter? Kontrollieren Sie die Wachen weiter, Bertok. Bist du verrückt? Ich wollte es gerade verbrennen, um mich zu wärmen. Wir haben nicht mal Schneehemden. Jeder Russe kann uns auf 1000 Meter ausmachen und abknallen wie Wachteln. Dorgalow versucht, Bettlaken von der Bevölkerung zu organisieren. Warum helfen Sie uns? Ihren Gegnern. Ich helfe Menschen. Das machen Sie auch, oder? Warum Sie nicht sagen? Was? Der schöne jüngere Mann. Warum Sie ihm nicht sagen? Das ist nicht so leicht. Sie ihn schon lange lieben? Ja. Und immer schweigen? Weiß er? Keine Ahnung. Ich glaube, nein. Männer nie wissen. Immer nur kämpfen. Und Sie? Ich nichts von ihm gehört. Seit Juli. Vielleicht sollten Sie von hier weggehen. Warum? Nichts. Schon gut. Hitler hat Amerika den Krieg erklärt. Wenn er einen Krieg anfängt, dann richtig. Das wird ihm endgültig das Genick brechen. Wir hätten nicht die Tora lesen sollen, sondern ihre Bibel. Du hast nie die Tora gelesen. Du wolltest immer ein Schmuck sein. Leg dich hin. Ich mach dir eine Tasse Tee. Viktor? Du hattest recht. Deine deutsche Freundin war da. Den hat sie für dich abgegeben. Und sie hat gesagt, morgen um 9:56 Uhr ab Bahnhof Friedrichstraße.
Frohe Weihnachten. Sag mal, hat Charlie im Lazarett, hat sie da eigentlich mal was gesagt? Meinst du über dich? Egal, vergiss es. Wilhelm. Sie spricht die ganze Zeit nur von dir. Wieso sagst du es ihr nicht einfach? Hm? Ah, verstehe, du willst dir keine Hoffnungen machen, weil du nicht weißt, ob du lebendig wieder nach Hause kommst. Solche Sachen. Hast du dein Foto noch? Ja, klar. Weißt du noch, spätestens Weihnachten ist der Krieg vorbei, hast du gesagt. Und dann wir 5 zusammen in Berlin. Lilia, du musst gehen. Er braucht neue Verbände. Nein, du musst gehen. Jetzt. Wir haben von einer Schwester Charlotte Meldung bekommen, dass sich hier eine Jüdin versteckt hat. Danke. Es tut mir leid. Wann glaubst du, dass es wieder losgehen wird? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn der Schnee schmilzt. Mein Bube. Nein, er schläft. Es würde ihm nur das Herz brechen. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt an dich denken, ja? Tu das für mich bitte. Geh jetzt. Wenn ich in New York bin, hole ich euch nach. Schreib! Schreib, wenn du da bist!
Morgen, die Damen. Wir brauchen einen Essensträger. Ich mach's. Gut, Winter. Herr Oberleutnant? Mein Bruder noch nicht zurück? Nein. Wie lange ist er jetzt schon unterwegs? Erst 3 Stunden. Fräulein Müller? Del Torres. Fräulein Del Torres, sind Sie soweit? Greta! Ja, natürlich. Ich bin bereit. Dann bitte. Aufnahme läuft. Mein kleines Herz schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich. Mein kleines Herz träumt schon vom Glück, in der Heimat wartet es auf dich und weiß, du kehrst bald zurück. Liebevoll schaust du mich dann an. Unsere Lippen finden sich ganz sanft und ich weiß, du bist mein Mann. Mein kleines Herz kommt nicht zur Ruhe. Es hält mich wach die ganze Nacht und klopft immer du.
Gute Reise. Das ist Ihr Bruder! Artillerie anfordern! Deckung! Wir müssen schießen! Schießen erst auf mein Kommando! Wir müssen feuern! Auf mein Kommando! Feuer frei! Wir waren 5. 5 Freunde. Die ganze Welt lag vor uns. Wir mussten nur zugreifen. Das ist 6 Monate her. Ein Menschenleben.